Wir sind am 8. März von Scipiona gestartet und fahren nach Ronda. Dort wollen wir übernachten auf dem Campingplatz El Sur und dann die Stadt besichtigen. Über das möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ronda liegt im Süden Spaniens, etwa 100 Kilometer entfernt von Malaga. Die Stadt Ronda hat einiges an Sehenswürdigkeiten und deshalb fahren wir dorthin. Wir waren bisher noch nicht in der Stadt. Als Übernachtungsplatz in Ronda haben wir uns den Campingplatz El Sur ausgesucht. Um ihn zu erreichen, umfahren wir die Stadt. Wie man sieht, haben wir nicht so schönes Wetter. Die Temperaturen sind hier auch nicht so hoch wie am Meer. Wir haben jetzt so etwa 12, 13 Grad. Wenn die Sonne scheint, wird es natürlich schnell wieder warm. Der Campingplatz ist von der Schnellstraße aus gut ausgeschildert, aber unser Navi führt uns auch einwandfrei hierher. Wir haben jetzt den Campingplatz erreicht, hier links ist gleich die Zufahrt. Wir fahren aber noch ein kleines Stück weiter, denn wir wissen, es gibt hier auch einen Stellplatz, der gehört zum Campingplatz und den wollen wir uns jetzt erst anschauen. Und da sind wir jetzt angekommen und das ist die Einfahrt. Er liegt etwa 100 Meter neben dem Campingplatz. Den Stellplatz kann man nicht ohne weiteres befahren. Man muss sich erst in der Rezeption anmelden, dann bekommt man einen Schlüssel und man kann das Tor öffnen und man kann reinfahren. Wir haben gewendet und stellen unser Mobil jetzt hier an der Straße ab, um dann in die Rezeption zu gehen. Wir gehen also zur Rezeption. Dort erklärt man uns, dass unser Fahrzeug ein bisschen zu groß wäre für den Stellplatz, der nur maximal für Fahrzeuge bis 8 Metern zugelassen ist. Unser Mobil ist zwar gerade 8 Meter, aber gut, wir akzeptieren das. Man macht uns ein gutes Angebot. Der Stellplatz hätte 15 Euro gekostet und wir zahlen jetzt 22 inklusive allem. Direkt neben der Rezeption gibt es einen kleinen Supermarkt. Hier kann man einkaufen, wenn man noch irgendwas vergessen hat. Die wichtigsten Dinge gibt es hier. Wir haben 3 Übernachtungen eingeplant, auch deshalb, weil es in den nächsten Tagen regnen soll und wir nicht genau wissen, welche Besichtigung wir wann schaffen. 2 Übernachtungen hätten wahrscheinlich sonst auch gereicht. Dieser Campingplatz wird natürlich in erster Linie von Campern genutzt, die sich Ronda anschauen wollen. Deshalb gibt es hier natürlich einen stetigen Wechsel. Der Campingplatz ist terrassenförmig angelegt und es gibt natürlich eine Parzellierung. Wir haben eine Parzelle gleich am Anfang des Platzes. Das ist eine Doppelparzelle, das sind also 2 Plätze. Wir nutzen sie für uns etwas großzügig, weil auf der anderen Seite ist es schwierig reinzufahren. Dort ist ein großer Baum und dort kommt man schlecht vorbei. Es sind auch am Abend immer noch ausreichend Plätze vorhanden, sodass wir niemand einen Platz streitig machen oder wegnehmen. Wir sind in den frühen Nachmittagsstunden hier am Campingplatz angekommen und so entscheiden wir uns, da das Wetter auch noch gut ist, Richtung Stadt zu fahren mit den Fahrrädern. Die Stadt ist vom Campingplatz nur 1,5 bis 2 Kilometer entfernt. Man kann es also auch zu Fuß machen. Wir haben uns aber für die Fahrräder entschieden. Als erstes sehen wir die Stadtmauer mit den Eingangstoren zur Stadt. Im Laufe der Geschichte war Ronda einer der bestverteidigsten Städte Andalusiens. Das lag einmal an der geografischen Lage von Ronda und an der Stadtmauer und deren Toren. Wir sind dann mit dem Fahrrad durch die engen Gassen der Stadt gefahren, haben uns ein bisschen die Stadt angeschaut und dann ging es entlang der Stadtmauer. Dort gibt es einen Wanderweg. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfacher zu Fuß das Ganze zu machen als mit dem Fahrrad, denn nicht überall kann man mit dem Fahrrad gut fahren. Die Stadt Ronda ist ja auf einem Plateau erbaut und so hat man immer wieder eine schöne Aussicht auf die gesamte Landschaft. Wir kommen dann auf unserem Wanderweg zur Schlucht El Tajo.
Diese Schlucht überspannt 3 Brücken. Wir sind jetzt bei einer hier. Sie ist nicht die bekannteste, aber allein dies ist schon interessant anzuschauen. Auch wir gehen dann oben auf die Brücke, um dann nochmal einen Blick in diese Schlucht zu werfen. Es gibt ja hier die arabische Brücke, die alte Brücke und die neue Brücke. Die neue Brücke ist aus dem 18. Jahrhundert. Die neue Brücke ist die bekannteste, die werden wir uns auch gleich auch noch anschauen. Für uns ging es dann nochmal wieder in die Stadt, um touristische Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Und das muss man vielleicht sagen, Ronda liegt etwa 700 Meter hoch und deshalb ist es auch etwas kühler als am Meer. Wir haben nur 12 Grad, hin und wieder nochmal einen Regenschauer. Das macht das Ganze natürlich dann nicht so schön. Ronda hat etwa 33.000 Einwohner, also keine Riesenstadt. Jetzt sind wir auf dem Platz der Herzogin. Dort gibt es schöne Gebäude und natürlich auch viele Restaurants und Bars. Das kann ich noch sagen, wir haben das ganze Jahr mit dem Fahrrad abgefahren und am Ende, als wir wieder zurück waren auf dem Stellplatz, habe ich auf dem Tacho geschaut vom Fahrrad und wir hatten dann etwa 5 Kilometer zurückgelegt. Also man kann das Ganze auch zu Fuß erledigen. Das ist dann etwas einfacher, denke ich. Jetzt sind wir auf der neuen Brücke. Sie ist die bekannteste und vielleicht auch die interessanteste, auch weil man einen weiten Blick in die Umgebung hat. Die Schlucht Altajo ist etwa 80 Meter tief und trennt die neue Stadt von der alten Stadt. Die Brücke besteht aus Quadersteinen, die aus der Schlucht gebrochen wurden. Es gibt auch einen sehr steilen Pfad in die Schlucht, den man dann durchwandern kann. Das haben wir nicht gemacht, wetterbedingt. Und es gibt eine Möglichkeit, auf einen Aussichtspunkt zu gehen. Dort muss man dann allerdings Eintritt bezahlen. So ging es am späten Nachmittag wieder zurück zum Campingplatz. Am nächsten Morgen, am Dienstag, regnet es. Es hat fast den ganzen Tag geregnet. Man konnte also kaum nach draußen. So haben wir uns dann beschäftigt mit Arbeiten am PC. Und dazu kann ich sagen, WLAN gibt es hier auf diesem Platz. Hat auch funktioniert. Ist nicht super schnell, aber für den normalen Bereich hat es gereicht. Der Campingplatz ist terrassenförmig angelegt. Er wird ja in erster Linie genutzt von Campern, die die Stadt Ronda sich anschauen wollen. Es gibt immer genügend freie Plätze, weil jeden Tag einige wegfahren, kommen aber natürlich immer auch wieder neue. Am Abend sind aber immer noch einige Plätze frei, sodass es nie ganz voll war, während unseres Aufenthalts jedenfalls. Es standen auch größere Mobile hier auf dem Platz. Man muss nur ein bisschen schauen hier mit den Bäumen, dass man dort nicht dran fährt und sich einen Schaden zufügt. Was wir hier sehen, das sind 2 Parzellen. Wer jetzt mit einem ganz großen Mobil kommt, der kann sie aber auch alleine nutzen. So habe ich es jedenfalls gesehen hier auf dem Platz. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung mit einem Bodeneinlass. Daneben ist eine Möglichkeit, die Kassette auszuleeren. Und natürlich gibt es hier auch Frischwasser. Direkt neben der Entsorgung steht das Sanitärgebäude. Während unseres Aufenthalts war es dort immer sauber und ordentlich. Es ist auch modern eingerichtet. Die Nutzung ist in der Platzgebühr enthalten. Im Außenbereich gibt es Abwaschmöglichkeiten. In einem anderen Gebäude findet man Waschmaschine und Trockner. Das ist natürlich gebührenpflichtig, wenn man dort waschen möchte. Es gibt hier auf dem Campingplatz ein Mirador. Das ist ein Aussichtspunkt. Dort kann man hochgehen. Hier kommt auf so eine kleine Plattform und von dort aus hat man eine schöne Sicht bis nach Ronda hinein. Natürlich bei diesem Wetter nicht so toll, aber man kann so vielleicht so erkennen,
was man dort sehen kann. Da es sich hier um einen Campingplatz handelt, sind natürlich hier Wohnwagen erlaubt. Am Eingang des Campingplatzes gibt es auch ein Restaurant. Dieses Restaurant hat von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Wir haben dort gegessen, es war für uns alles in Ordnung. Wir haben unter anderem Schweinebäckchen mit Pommes gegessen. Preislich war es auch in Ordnung. Wir haben für 2 Essen, Bier, Wein und Wasser 34 € bezahlt. Nächster Morgen, die Sonne scheint, blauer Himmel, die Vögel zwitschern, wie ein Frühlingstag bei uns in Deutschland. Etwa 1 Kilometer entfernt von dem Campingplatz gibt es einen Rad- oder Wanderweg. Dort wollen wir heute hin. Dort gibt es auch einige Geocache, die wir einsammeln wollen. Aber von dort aus hat man immer einen schönen Blick wieder auf die Stadt Ronda. Und deshalb sind wir diesen Fahrrad- oder Radweg mal gefahren. Man sieht hier gut, dass die Stadt Ronda auf einem Plateau liegt und dadurch in früheren Zeiten schwer einzunehmen war. Hier auf dem Wanderweg kann man den Frühling jetzt Anfang März in vollen Zügen genießen. Nach etwa 2 Kilometer endet der Wander- und Radweg. Leider geht es dort nicht weiter, man muss dann zurück. Es befindet sich dann etwas weiter unten eine kleine Kapelle. Dort kann man dann noch zu Fuß hingehen. Für uns ging es dann nochmal kurz in die Stadt und dann ging es zurück zum Campingplatz. Drei Nächte waren wir auf diesem Campingplatz El Sur. Wir haben 66 € bezahlt. Das war ein Angebotspreis. Damit waren wir auch voll und ganz zufrieden. Wir hätten natürlich auch den Stellplatz nutzen können. Dann hätten wir 15 € pro Tag bezahlt, inklusive Strom. Für größere Fahrzeuge ist es etwas schwierig auf dem Stellplatz. Deshalb haben wir lieber den Campingplatz genutzt. Der Stellplatz ist durch ein Tor verschlossen. Man kann ihn nur betreten, wenn man einen Schlüssel dazu hat. Den haben wir natürlich nicht gehabt, weil wir dort nicht gestanden haben. Somit konnte ich da leider auch keine Aufnahmen von dem Stellplatz machen. Das möchte ich noch hinzufügen. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Er hat Einrichtungen für behinderte Menschen oder Menschen mit Handicap. Hunde sind erlaubt, kosten 1,75 € pro Tag, war allerdings bei uns im Angebot drin enthalten. Bei uns hat man jedenfalls nicht danach gefragt, ob wir einen Hund haben. Wer online einen Platz hier auf dem Campingplatz reservieren möchte, das ist möglich. Dazu geht man auf die Internetseite des Platzes und da muss man dann mal schauen. Weitere Informationen zum Platz findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und natürlich findet ihr den Campingplatz auch auf meiner Stellplatzkarte. Wir haben den 10. März und wir bleiben noch etwas in Spanien. Wir haben geplant, etwa Mitte April in Deutschland zu sein. Das war meine Reportage über den Campingplatz El Sur und unseren Besuch in Ronda. Ich sage mal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.